Hi, ich bin Alex und ich stelle euch heute mein Speedskate Equipment für das Jahr 2018 vor. Bevor ich anfange, kurz zur Info, am Ende des Videos gibt es eine klitzekleine Überraschung. Nun zu meinem Speedskate Equipment. Wir haben hier mein Speedskate für Straßenwettkämpfe. Fangen wir beim Schuh an. Es handelt sich um einen Custom Boot von Junker. Was ist ein Custom Boot? Ein Custom Boot ist ein Schuh, der aufgrund des Fußabdrucks hergestellt wird, und zwar immer für den jeweiligen Fußabdruck von dem Skater. Also sprich, es ist alles andere als ein Stangenschuh. Was sind die Nachteile von einem Custom Boot? Er ist im Vergleich zu einem Stangenschuh sehr teuer. Was sind die Vorteile? Ganz klar, ein Schuh, der aufgrund des Fußabdrucks hergestellt wird, passt sehr genau. Sprich, das Risiko, dass man sich eine Blase läuft oder ähnliches, ist sehr gering und die Kraftübertragung ist natürlich auch ziemlich gut. Gerade beim Junker-Schuh ist es so, dass nicht nur vom Fuß an sich ein Abdruck gemacht wird, sondern auch von der Fußsohle, sodass man sehr bequem und auch sehr ideal im Schuh steht. Was ist das für eine Schiene direkt unter dem Schuh? Es handelt sich hierbei um eine Schiene von der Firma EO. Das Modell ist das Modell 3,8. Die 3 steht für 325 mm Rollen. Die 8 steht für 12,8 Zoll. Das ist nämlich die Länge der Schiene. Es ist eine Vollcarbon-Schiene, die sehr leicht ist. Das Gewicht könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen. Gibt es sonst noch was zu der Schiene zu sagen? Mir fällt spontan nichts ein. Die Rollen sind meine Rollen für Straßenwettkämpfe. Es sind Meta 125 G13 Rollen in der Härte F1. Und wenn wir jetzt die Rolle entfernen, können wir auch das Kugellager sehen und darauf eingehen. Das Kugellager ist von HTB, nämlich das HTB Magic Evo 2. Da gibt es anscheinend dieses Jahr eine weitere Evolutionsstufe, nämlich die 2. Ich kannte bisher nur 1. Was genau in dieser Evolutionsstufe gemacht wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen so die Kugellager aus. Das sind Standardkugellager bzw. Stahlkugellager, mit denen habe ich in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen gemacht. Die halten sehr lange und laufen sehr leicht. Was ist da für ein Spacer drin? Einer, der nicht rauskommen möchte. Doch jetzt ist ein blauer Standard-Spacer. Ich verwende ausschließlich Standard-Spacer. Ich weiß gar nicht, ob es da was Spezielles gibt. Mir reichen die ganz normalen. Wenn wir jetzt über mein Wettkampf-Setup für die Straße gesprochen haben, dann habe ich natürlich auch ein Training-Setup. Und zwar fahre ich da im Training die Wettkampfrollen vom letzten Jahr. Es sind ebenfalls Meta 125 G13 Rollen. Die haben ebenfalls einen TR3-Kern wie die anderen. Es gibt dieses Jahr einen neuen Kern, aber ich dachte mir so, alles Marketing in meinen Augen. Was ist da für Kugellager drin? Schauen wir einfach nach, schrauben die Rolle aus. Hier sind ebenfalls Kugellager von HTB drin, und zwar die Magic Evo. Die 1 wurde damals noch weggelassen. Und auch hier sind blaue Standard-Spacer drin. Darüber hinaus habe ich noch 2 weitere Rollensätze aus den vorherigen Jahren, und zwar sind das dann Meta 125 Rollen, also die weißen Rollen mit dem blauen Kern anstatt dem grünen. Alles Rollen in der Härte F1 und ja, zum Training sind die noch ganz okay. So viel also zu meinem Straßensetup.
Ich habe für die Bahn ein anderes Setup. Soweit ich weiß, darf man auf der Bahn keine 125 mm Rollen fahren. Deswegen habe ich noch dieses Setup extra für Bahnrennen. Kurz zur Schiene. Es ist ebenfalls eine EO-Schiene. Das Modell heißt H2. H2 bedeutet 2 Höhen. Das ist nämlich eine High-Low-Schiene. Was heißt High-Low? An der ersten, dritten und vierten Position sind es 110 mm Rollen und an der zweiten Position ist es eine 100 mm große Rolle. Dadurch kann der Schuh tiefer auf der Schiene montiert werden, was wiederum dazu führt, dass man tiefer am Asphalt ist. Okay, es sind nur 5 mm in etwa, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dann auch der seitliche Kippmoment nicht so groß im Vergleich zu einer Schiene, die 4 x 100 mm hat, 110 mm, Entschuldigung. Und ja, der seitliche Kippmoment ist bei einer Schiene mit 125 mm Rollen, die man wirklich hochbaut, ja, groß bzw. klein. Was für Kugellager? Eine Kugellager komme ich später. Erst die Rollen. Es sind ebenfalls Meta G13 Rollen, auch wieder in der Härte F1. Jetzt zu den Kugellagern. Kann ich schon verraten. Es sind die XTR-Kugellager, die ich letztes Jahr in den 125 mm Rollen im Wettkampf gefahren bin. Die laufen noch ganz gut, aber ich möchte sie nicht bei den 125 mm Rollen fahren. Die XTR-Kugellager sind Hybrid-Kugellager. Das bedeutet, die Kugeln in den Kugellagern sind aus Keramik. Das Lager an sich ist aber aus Stahl. Die laufen ganz gut, bin mit ihnen zufrieden, hätte gerne dieses Jahr wieder welche gekauft, waren aber in meinen Augen deutlich zu teuer. Spacer, ein silberner Standard-Spacer. Ja, jetzt ist die Frage, was mache ich bei Regen? Wie schaut mein Regen-Setup aus? Ich fahre schon relativ lange im Regen ebenfalls ein High-Low-Setup. Einfach aus dem Grund, beim Regen ist es meist rutschig und nass und um mir nicht die Knöchel kaputt zu machen oder ja, einfach ein besseres Gefühl zu haben, habe ich mich dazu entschieden, nicht 125 mm Regenrollen zu kaufen, sondern bei dem niedrigen Setup von der High-Low-Schiene zu bleiben. Was sind das für Rollen? Das sind MPC Storm Surge, die ich mir letztes Jahr gekauft hatte, nachdem ich beim Regenrennen in Paderborn etwas deprimierend abgeschlossen habe. Dann gucken wir noch kurz auf die Kugellager, die man jetzt schon sieht. Wir haben eine blaue Abdeckung. Es handelt sich hierbei um HTB-Kugellager und zwar Nitro heißen die. Das sind spezielle Kugellager für Regen, die angeblich nicht rosten sollen. Ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Meine Kugellager fahre ich schon sehr, sehr lange. Nach einem Regenrennen werden sie bei mir nicht gereinigt und sie laufen halt immer noch sehr gut, wenn man sich kurz anschaut. Sie sind laut, ja, aber die Lauffähigkeit ist auf jeden Fall noch gut erhalten. Das passt in meinen Augen. Und auch hier ist ein Standard-Spacer drin. Genau, so viel zu meinem Setup. Wenn ihr euch fragt, was ich hier für einen Schlüssel benutze, das ist ein Schlüssel, Inbus heißt das, glaube ich, von Cardomotos, und zwar ein Drehmomentschlüssel, sprich ich kann hiermit festziehen, ohne die Schraube zu überdrehen. Das ist, ich benutze diesen Schlüssel schon seit 2012 in etwa und habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte nie eine Schraube locker, haha, Wortwitz. Und ja, wie gesagt, ich konnte halt auch nie eine Schraube überdrehen.
und bin halt mit dem Schlüssel sehr zufrieden und kann ihm jedem empfehlen. Wo man den herbekommt, steht in der Videobeschreibung. Dann noch 2 Tipps, bevor ich zum Highlight komme, zu der kleinen Überraschung. Und zwar, wenn ihr, so wie ich, Setups fahrt für Wettkämpfe und für Training, dann achtet darauf, gerade wenn der Unterschied zwischen Trainingsrolle und Wettkampfrolle relativ groß ist, sprich die Trainingsrolle ist schon sehr abgenutzt, hier ist es eher eine dunkle Farbe. Also wenn die Trainingsrolle schon sehr abgenutzt ist, empfehle ich, ungefähr eine Woche vor dem Wettkampf auf das Wettkampf-Setup zu wechseln und dann noch circa 2 Trainings, vielleicht auch 3 Trainings mit dem Wettkampf-Setup zu fahren, damit man sich an diese Rollen gewöhnt. Mir persönlich ist es nämlich mal passiert, ich bin sehr abgefahrene Rollen gefahren im Training und bin dann am Wettkampftag auf das Wettkampf-Setup gewechselt und habe mich dann in den ersten Kilometern vom Wettkampf gewundert, warum sich meine Schuhe, meine Skates bzw. die Rollen so merkwürdig anfühlen. Zweiter Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr das Problem habt, dass sich eure Schnürsenkel im Laufe des Trainings oder des Wettkampfes lösen, bzw. der Schuh, die Bindung locker wird, probiert es einfach mal aus. Den Schnürsenkel immer von außen durch das Loch nach innen zu führen. Das ist ein Bindungstyp oder eine Schuhbindung, die sehr fest ist und fest bleibt. Ja, ich habe jetzt irgendwas vergessen. Macht nichts. Kommen wir jetzt einfach zur Überraschung. Und zwar habe ich hier meinen allerersten Inlineskate. Den habe ich mir in den 90er Jahren gekauft, als es mit dem Skaten in Mode kam. Es handelt sich um einen Schuh von Rollerblade. Das Modell heißt Super Strada Blade. Eindrucksvoller Name, wobei der Schuh aber jetzt nicht gerade der Hit ist. Also so ein Hartschalenschuh mit Softboot innen drin oder ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Und winzige Rollen. Ich glaube, das war ein ABEC 1 Kugellager, die es damals gab. Vielleicht habe ich das auch gewechselt, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Hier vorne dreht sich die Rolle schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehr interessant, wenn man hier das miteinander vergleicht. Speedskate und einfacher Inlineskate. Auf jeden Fall habe ich vor, ein Video zu drehen über alle Skateschuhe, die ich bisher gefahren bin. Die habe ich nämlich noch alle. Und wenn es das Video gibt, dann ist es oben rechts in der Ecke, in der Infokarte. Okay, so viel von meinem Equipment 2018. Gehört hier natürlich nicht dazu. Mich interessiert, was ihr fahrt dieses Jahr. Welche Rollen, welche Kugellager, womit habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht, womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir aber auch gerne per E-Mail eure Frage schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner YouTube-Kanalseite und auch auf meiner Webseite. Auf meiner Webseite wird es auch Gewichte von den verschiedenen Setups geben. Schaut da einfach vorbei. Ansonsten freue ich mich auf die Saison 2018. Es wird von mir sicherlich wieder viele Videos geben. Ich wünsche euch viel Erfolg, trainiert hart und habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Macht's gut. Ciao.